Grüß euch vom Infrarothimmel. Heute ein neues Video, heute mit dem Thema Dämmern sinnvoll. Diese Frage stellen sich viele Leute da draußen, aber was ist richtig? Dämmern, ja oder nein? Ich würde sagen, ja, trifft dann zu, wenn ich heute eine Fußbodenheizung verwende, wenn ich eine Wandheizung verwende, wenn ich einen Heizkörper verwende oder wenn ich heute einen Ofen verwende. Und das ist heute genau das, weil ich die Luft erwärme. Nein, würde ich sagen, wenn ihr unsere Celsius Infrarotheizung verwendet. Jetzt werden sich viele fragen, was ist mit dem los? Ich weiß, von was ich rede. Warum? Ihr müsst einmal eins wissen, Wasser leitet 25 Mal mehr die Energie wie Luft. Ergo dessen habt ihr eine Baufeuchtigkeit in eure Wände drin, egal ob das jetzt ein Ziegel ist, egal ob das jetzt ein Stein ist, egal ob das jetzt aber ein Holz ist, dann wird heute genau passieren, dass von außen, wenn draußen minus 20 Grad zum Beispiel hat oder minus 1 Grad, vollkommen egal, die Temperatur von außen wird in die Wand eingeleitet, weil Wasser leitet 25 Mal mehr die Energie wie Luft. Ja, was glaubt ihr, was noch ist? Die Wand wird nach innen hin im Wohnraum kalt abstrahlen. Deswegen macht man ja eine Dämmung auf, dass man das versucht zu verhindern. Es geht aber auch anders, indem ihr eure Wandfeuchtigkeit entfeuchtet. Das ist heute der Schlüssel für gesundes Wohnen, das ist der Schlüssel für langjährige Erhaltung von Gebäuden. Wenn ich keine Baufeuchtigkeit habe, habe ich keine Leitfähigkeit in meiner Wand drinnen. Wenn ich keine Leitfähigkeit in meiner Wand drinnen habe, dann habe ich heute aber auch niedrige Heizkosten. Nur vorausgesetzt, ich erwärme nicht die Luft, sondern ich erwärme meine Festkörper. Und da kommt es hier heute um ein Infrarotheizsystem nicht um. Nur wenn ein Infrarotheizsystem keine Reichweite hat, was heute viele Leute da draußen haben, das sind sogenannte Widerstandsheizungen, vor allem sind sie oft auch gerne auf die Decken drauf, weil sie keine Reichweite haben. Also habe ich eine Widerlufterwärmung, deswegen auch nachher Raumthermostate. Nur, damit wird sich keine Speicherwärme aufbauen und damit wird sich heute keine Baufeuchtigkeit ausarbeiten. Unser Celsius-System ist ein All-in-One-Gerät, das heißt ein Entfeuchtungs- und ein Heizsystem in einem System. Das heißt, durch die 12 Meter Raumtiefe gleichmäßige Erwärmung, durch diesen hohen Streichhegel von 4 Seiten auf die 135 Grad, habt ihr eine echte Erwärmung auf 12 Meter Raumtiefe. Aber bevor die Wärmung stattfindet, wird Celsius das Mauerwerk entfeuchten. Das heißt, in einem Ziegel, in einem Beton, in einem Betonziegel, in einem Ytongziegel, was auch immer, bis zu 20 cm ins Mauerwerk. Das heißt aber auch bei einem Holzstamm, bei einem Blockhaus, bei einem Brettschichthaus wird diese Entfeuchtungstiefe genauso stattfinden. Und da sieht man ganz deutlich, dann wird die Baufeuchtigkeit rausgehen, das Gebäude verbessert sich. Ja, was glaubt ihr, was dann passiert? Die Speicherwärme erhöht sich. Und wenn sich die Speicherwärme erhöht, dann habt ihr heute keinen Auskühlfaktor, sprich Feuchtigkeit in der Wand drinnen. Aber Celsius ist so genial, ich werde euch da jetzt mal was einblenden da dazu. Wir haben sehr, sehr viele historische Geschichten, Schlösser, Burgen, genauso heute auch Kirchen, alte Bauernhäuser, die was hunderte von Jahren alt sind. Da glaubt ihr, da gibt es eine Wärmedämmung? Nein, die gibt es eben nicht. Es sind dort auch keine modernen Fenster. Warum funktioniert Celsius? Weil wir nicht die Luft erwärmen. Und weil ich heute eine Stammmauer bis zu 70 cm trockenlegen kann. Jeder, der was seine Gebäude hat, weiß, von was ich da rede. Aber eins wisst ihr auch, diese ganze Thematik, habe ich heute eine Wärmedämmung, habe ich sie nicht. Hat aber noch den anderen Punkt, habe ich heute eine Atmungsaktivität, habe ich sie nicht. Weil wenn eure Wand nicht atmungsaktiv ist, wird die Feuchtigkeit nicht auch nach außen entweichen können. Und da fängt nachher natürlich oft das Thema an, wo geht die Feuchtigkeit hin, sie geht noch hin. Wenn ihr nachher eure Luft noch erwärmt mit einer konventionellen Heizung, wird heute die warme Luft und die kalten Bauteile zusammenkommen, was entsteht? Feuchtigkeit, Feuchtigkeit, Feuchtigkeit. Das heißt, normale Heizungen fördern die Baufeuchtigkeit, sie wirken nicht dagegen. Egal, ob es eine Fußbodenheizung ist oder eine Wandheizung, es ändert nichts dran. Ergo dessen ist es egal, ob da jetzt dahinter eine Wärmepumpe steht, eine Pelletsheizung, Ölheizung, eine Gasheizung oder halt jede Festbrennstoffheizung. Es ändert nichts. Ihr erwärmt Luft. Und wenn ihr Luft erwärmt, kommt kalt und warm zusammen. Warme Luft geht immer auf die Außenecken, warme Luft geht immer zu den Fensterbereichen, warme Luft steigt nach oben, die kalte drückt es nach unten, das ist die Luftumwälzung. Aber was viel schlimmer ist, kalt und warm kommt zusammen. Und Bauteile können sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen, aber irgendwann geht es nicht mehr. Und jeder, der einen Altbau hat, weiß ganz genau, wenn heute der Altbau ist, dann kommt irgendwann auch der Schimmel. Schimmel, Baufeuchtigkeit, Schimmel und genauso heute auch
Bakterienbildung, sprich Geruchsbildung, Muffigkeit, das kommt ja alles von Bauchfeuchtigkeit. Leiteln da draußen, denkt einmal drüber nach, gesundes Wohnen kann niemals sein, dass ich meine Luft, die was ich zum Atmen brauche, heute damit im Endeffekt erwärme. Ich brauche sie eigentlich zum Atmen und nicht zum Heizen. Das heißt, Infrarot geht durch die Luft und erwärmt die Festkörper. Aber nur, es gibt Unterschiede, Infrarotheizung ist nicht gleich Infrarotheizung. Da müsst ihr euch unterscheiden, habe ich eine hohe Reichweite oder habe ich sie nicht. Das ist die große Quintessenz. Ohne Reichweite, zum Beispiel, der Raum hat 6 Meter Raumtiefe, die Platten hat aber nur 1 Meter Abstrahlwärme, was uns sehr viele Leute geschrieben haben, dass sie diese Probleme kennen oder mit Celsius endlich andere Erfahrungen machen haben dürfen. Das ist sehr positiv. Vielen Dank für diese Kommentare oder für die vielen E-Mails, was wir gekriegt haben. Danke dafür. Es ist ein Unterschied und ihr werdet merken, wenn ihr mit Celsius heizen anfangt, habt ihr eine Doppellösung. Ein Entfeuchtungs- und ein Heizgerät. Das sind 2 Heizsysteme in einem. Das dritte ist, ich habe eine wartungsfreie Heizung, die haltet euch 3 bis 4 Mal so lang als wie jede konventionelle Heizung. Ich brauche keine Wartung, ich habe eine umweltfreundliche Lösung. Ich erspare mir im Neubau zum Beispiel auch den Heizraum, ich erspare mir viele zusätzliche Positionen, was euch auch Geld kosten. Das fällt alles weg. Celsius braucht sich nur 2 Hakerl am Bohren aufhängen als ein Bild. Der zieht, die Steuerung ist immer am Gerät. Wir haben eben diese Infrarot-Steuertechnik mit Digitalsteuerung, dieser 8-stufigen Stromregulierung. Das macht ja das System ja so rund. Aber, glaubt mir eins, ihr könnt mit nichts so billig ein Mauerwerk entfeuchten, als wir mit einem Celsius-System. Jeder, der schon einmal einen Wasserschaden gehabt hat mit Kondenstrockner oder heute auch mit den Bohrlöchern, der weiß, das ist semi-effizient und der Schimmel und die Feuchtigkeit ist trotzdem noch drinnen. Wird halt oft im Prinzip übermalen, dass man es nicht sieht. Aber ich werde es ansehen, mit Celsius ist das dauerhaft, mit Celsius ist das heute effizient, weil wenn ich jetzt hernehme, so ein Kondenstrockner hat geschwind einmal 3,5 kW, die was man aufstellt, wo hinten ein Wassertank ist. Leiteln, damit könnt ihr 15 Celsius-Paneele betreiben. Da könnt ihr heute ein riesiges Gebäude mit der gleichen Energie pro Stunde heute entfeuchten. Weil entfeuchten kann man zum Beispiel auch jetzt im Sommer oder im Frühjahr viel effizienter als im Winter. Also wenn ihr so eine Probleme habt, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Celsius zu installieren, um heute mein Mauerwerk einmal zu trocknen, um das gleichmäßig zu erwärmen. Aber durch die 8-stufige Stromregulierung könnt ihr nachher auch entfeuchten mit kleinster Energie. Wenn ihr im Herbst aus dem Winter das macht, dann brauchen sie bis zur maximalen Energie. Also es ist jetzt viel effizienter zu entfeuchten als wie im Winter eine. Aber zu dem Thema haben wir schon viel drin, Leute. Ich glaube, ich habe euch jetzt einmal einen Input gegeben und ich hoffe auch, dass viele Leute, was da draußen vielleicht vor der Frage stellen, was tue ich mit meinem Altbau? Leute, ich kann mit einem Celsius-System in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage, wo ich meinen Strom selber erzeuge, in Verbindung mit einem Stromspeicher, kann ich einen Großteil meiner Gesamtkosten abdecken. Heizung, Hausstrom und Warmwasser. Leute, das ist perfekt. Ihr könnt heute damit große Fixkosten aus eurem Budget wegbringen. Wenn ich heute nur 70% aufgrund einer Lage heute über das Jahr gesehen selber erzeugen kann, ich brauche nur mal 30% vom Netz ziehen, dann wird das Ganze sparsam werden und ihr werdet alle zusammen Freude haben und ihr kommt in eine gewisse Freiheit. Also tut euch überlegen, was ihr macht, weil eine Wärmedämmung bei einem Altbau kostet auch viel Geld, Förderung hin oder her. Ihr müsst es trotzdem zahlen. Aber wenn ich heute alles machen muss und das Ganze mir eigentlich sparen würde, weil meine alten Fenster vielleicht noch gut sind, aber die Förderung sagt, nein, du brauchst jetzt neuere. Leute, bei unserer Infrarotheizung spielt heute das keine Rolle, ob jetzt das Isolierglas 10 Jahre alt ist oder 2 Monate. Glas ist Glas, es ist kein Speicherwärme, also wird das Celsius-System immer diese Abstrahlkühle vom Glas auf die gewünschte Temperatur ausgleichen. Das gehört auch in der Berechnung berücksichtigt. Das ist der Hintergrund. Aber ich werde sehen, das funktioniert super und ihr werdet sehen, das ist ein Wohlfühlklima und ihr erspart euch auf der anderen Seite einen riesen Batzen. Weil wenn ich heute eine ganze Sanierung hernehme mit Dämmung, mit Fenster, mit allem drum und dran, da seid ihr locker 100.000 € los, plus die Heizung auch noch sanieren, ja schön groß und alles Gute. Wenn ich aber heute mit Celsius das macht und entfeuchtet und selbst wenn ich sage, ich tue in den ersten paar Jahren ein bisschen mehr Stromkosten mit einkalkulieren für die Sanierung, wird sie unterm Strich billiger fahren. Und deswegen sage ich euch, Celsius All-in-One ist eine perfekte Lösung für Altbau, genauso für Neubau bis hin zu historischen Gebäuden. Meldet euch bei uns, wir haben viele Partner in Österreich und Deutschland.
Wenn wir keinen Partner vor Ort haben, können wir das im Endeffekt bei euch auch selber machen. Und ich würde sagen, ihr schreibt uns eine E-Mail auf office@infrarothimmel.at, schaut ein unter www.infrarothimmel.at, da drin ist auch unser Shop, da könnt ihr auch was direkt bestellen, wenn ihr sagt, ihr wollt es einmal mit einem probieren. Tut gleich schauen, dass immer die Kubikmeter mit der Bauphysik zusammenpassen, steht in den Beschreibungen drin. Oder meldet euch bei uns, schreibt uns eine E-Mail, wir helfen euch da gern weiter. Und demnächst sicher wieder ein neues Video, tut uns teilen, tut uns abonnieren, bitte. Das ist euer Part, da könnt ihr uns unterstützen, weil es ist echt viel Arbeit, wenn man das selber alles produziert. Und ich hoffe, ich habe euch wieder weiterhelfen können. Und bis demnächst von einem weiteren Video. Pfiat euch von Infrarothimmel.